Kurz nach 8 Uhr morgens starten wir von Kampong Tom aus Richtung Siem Reap. Meine kleine 110 Kubik Honda Wave ist kein besonders gutes Gefährt. Der Vorderreifen eiert, sie verliert Öl und verbraucht doppelt so viel Benzin wie die anderen Mopeds, was bei einem 3-Liter-Tank etwas mühsam ist. Road for 138k till we into Siem Reap. Seems that because it's so simple and there's no tarmac on the side, you've got quite a good pace builder. So we're going to Die Honda Wave funktioniert aber zuverlässig. Auf einer 1200er BMW GS würde das Ganze auch nur halb so viel Spaß machen. In gutem Tempo geht es voran. Für mein Moped bedeutet das Vollgas auf der ganzen Strecke. Die asphaltierten Straßen hier wirken einfach, sind aber trügerisch. Eigentlich ist das hier eine konstante Ölspur. Viele halsbrecherische Hindernisse tauchen ohne Vorwarnung auf. Zum Mittag machen wir Rast an einer typischen kleinen Station am Straßenrand. Es gibt eisgekühlte Getränke und Benzin in Flaschen. Die Familien hier versuchen sich so den ein oder anderen Dollar dazu zu verdienen. Ich muss wieder auftanken. John lässt sich die Haare schneiden. They're not real. Yes, real. No, no, no. Hell yeah. Yes. Just pretend. No, not pretend. Can I take a picture quick? No. Auf der ebenen Straße merkt man erst, wie wackelig diese Gefährte sind. Die einzige Straße, die direkt nach Siem Reap führt, ist eine fast endlose Gerade. Langweilig ist es aber nicht. Landschaft, Menschen und Gebäude sind exotisch. Man kommt ins Grübeln, wie hier das Leben abläuft. Wir geben Gas und liefern uns ein paar kleine Rennen. Gewinner gibt es keinen.
nach Siem Reap kommen, desto dichter wird der Verkehr. Wir überholen links, wir überholen rechts, weichen so gut es geht den Schlaglöchern und Ölflecken aus. Irgendwann bleiben wir dann ganz im chaotischen Verkehr stecken. Es ist meine dritte Reise nach Siem Reap. Ich weiß, dass mich hier eine überladene, aber sehr charmante Touristenhochburg erwartet. Unser Hotel finden wir etwas außerhalb in einer ruhigeren Gegend. That's it? Hello. Ja, wir sind in Siem Reap, werden hier 2 Tage bleiben, uns die Tempel anschauen, denke ich. Nachdem wir uns frisch gemacht haben und unsere Mopeds sicher verstaut haben, schmeißen wir uns ins Getümmel der Altstadt von Siem Reap. Die Stadt scheint sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt zu haben. Die Touristenströme sind noch dichter geworden. Sie hat etwas an Charme verloren und vieles an Beton dazu gewonnen. Was immer man wohl bei Creative Cocktails bekommt. Ich werde es wohl nicht rausfinden. Bei meinen britischen Kollegen lerne ich ein neues Vokabel kennen. Tart Shopping. Das kann man hier am alten Markt wunderbar machen. Gemeinsam essen wir auf einer Dachterrasse in der lauten Pub Street. Das Angkor Bier schmeckt. Siem Reap ist der Ausgangspunkt für den Besuch der Tempelanlagen von Angkor Wat. Früh sitzen wir wie tausende andere Touristen in einem Tuk-Tuk und fahren zu dem enormen Gelände, auf dem die Anlagen und Tempel verteilt sind. Mitten im dichten Dschungel verfallene, überwucherte, ausgegrabene und wieder aufgebaute Anlagen. Man fühlt sich hier wie Indiana Jones. Die Touristenströme verteilen sich auf dem riesigen Areal, das bis heute nicht zur Gänze erschlossen ist. Auf Satellitenbildern hat man erst kürzlich entdeckt, dass die Ausmaße noch wesentlich größer sind als bisher angenommen. Ich muss ja echt sagen, die Tempelanlagen von Angkor sind selbst beim 3. Mal noch wirklich beeindruckend. Wir wandern durch die etwas abseits gelegenen kleineren Anlagen, ohne einem Menschen zu begegnen. Aber auch die beliebteren Ziele, wie den von Würgefeigen überwucherten Thap-Rom, Angkor Thom, Banteay Srey oder den Bayon-Tempel mit seinen überdimensionalen Steinköpfen, möchte ich beim 3. Mal hier vor Ort nicht verpassen. Zu beeindruckend und gewaltig sind diese Steinbauten mitten im dichten Dschungel.
Bei den Tuk-Tuk-Fahrten zwischen den Tempeln bekommen wir eine Ahnung, welche Ausmaße das Areal haben muss. Geht ganz schön runter. Wahnsinn. Und man kann sogar noch weiter rauf. Das ist wirklich schön hier. Kann man überhaupt nichts sagen. Wirklich schön. Auf zum Preakan-Tempel. Mittlerweile wird es schon echt heiß. Und ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Hello. You want to go books, Thank you. Auch lustig, oder? Eigentlich ist es hier mitten im Dschungel. Und auf einmal kommt einer mit dem Moped vorbei und verkauft dir Bücher. Aber das macht es so sympathisch. Für den Schluss haben wir uns den Bayonne und Angkor Wat vorgenommen. Für mich ist der Bayonne immer ein besonderes Highlight. Zwar völlig von Touristen überlaufen, aber zu beeindruckend sind die riesigen Steinköpfe, deren Blicke ich nicht zu deuten vermag. Ich fühle mich klein. Ehrfürchtig bestaune ich die stummen Riesen. Das hier ist der wunderschöne Bayonne-Tempel mit seinen Riesenköpfen, die wirklich beeindruckend sind. Ich finde es jedes Mal wieder toll. Schön wäre es halt nur ohne 100.000 Touristen, aber das kann man sich wohl nicht aussuchen. Früh im Nachmittag wird die Hitze fast unerträglich. Aber noch steht der berühmteste aller Khmer-Tempel am Programm. Also hat sich auch wieder einiges verändert. Jetzt hier ist der Tuk-Tuk-Parkplatz von Angkor Wat. Und man kann da gar nicht mehr reinfahren, wie man sieht. Das heißt, es ist ein ziemlich weiter Weg zu Hatschen hier, bis man da endlich mal nach Angkor Wat kommt. Was bei der Hitze eher unlustig ist. That's new. Und es gibt auch eine neue Brücke. Eine hässliche Brücke. Proper name, is it? Bullshit bridge. Bullshit Bridge. In Angkor Wat fühlt man das lebendige Vermächtnis der Khmer.
Die vielen Touristen hier schmälern das beeindruckende Erlebnis kaum. Der lange Weg, den man zu den Anlagen von der Brücke aus gehen muss, lässt den Tempel noch erhabener erscheinen. Als ich die Tempel betrete, fühle ich mich wie in einer lang vergangenen, fremdartigen Welt, deren Geschichte und Geheimnisse ich entschlüsseln will. Ich bin kein gläubiger Mensch, aber auch ich verspüre die Magie, die von diesem Ort ausgeht. Kommen wieder die ganz menschlichen Bedürfnisse. Die Hitze macht müde. Ich suche die nächste Bambushütte und gönne mir einen Kaffee. Schwarz, stark, erfrischend. Unser Fahrer bringt uns zurück in die quirlige Metropole. Es ist wieder laut und stickig. Gute Nacht, Siem Reap. In der nächsten Episode: Wir fahren auf echten Dschungelpfaden, ein Hund frisst unser Mittagessen und ich kaufe Souvenirs.